Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von TRR die H-Mount HMA2. Der moderne Operator kennt es und nutzt es, ein High-Cut-Helm mit allem Bells and Whistles dran, die man sich vorstellen kann, eine Nachtsichtgerätemontage, Rails für Lampen und natürlich auch Counterweight fürs Nachtsichtgerät und Beleuchtung, was man alles eben so braucht. Ist für die Spezialkräfte gang und gäbe, aber leider ist das nicht bei allen Einsatzkräften so, dass die sowas nutzen können oder dürfen. Der Dienstherr gibt häufig eher sowas aus. Ihr seht schon, wir haben hier zwei verschiedene Formen von Standard-Gefechtshelmen. Die kommen hier in der Regel auch ohne eine Montagevorrichtung. Und jetzt ist natürlich so, wenn ich denn in Einsatz gehen muss, um hier auch zum Beispiel eine Kamera oder eben ein Nachtsichtgerät montieren zu können oder zu wollen, bin ich gezwungen, in der Regel hier irgendwas zu bohren oder mit so einem Strap zu arbeiten und das Ganze hier zu fixieren. Diese Strap-Lösungen kennt ihr vielleicht auch, die sind eher suboptimal, halten auch nicht so wirklich gut. Und da kommt jetzt das H-Mount, das Helmet Mounting System, ins Spiel. Ist eine Universalmontage, passt an viele gängige Gefechtshelme, ist im Endeffekt hier eine Brücke aus Polymer, die komplett über den Helm gespannt wird. Dann gibt es dazu noch einen Querträger, den man optional einsetzen kann. Und hier natürlich das passende Gegenstück für die Rückseite. Um das Ganze zu montieren, habt ihr hier einmal eine Klemme, die für den vorderen Bereich ist. Da geht ihr einfach her, schiebt die hier mittig ein und hakt das zusammen. Das wäre dann quasi hier diese Hakenfunktion, die ihr für vorne benötigt. Das könnt ihr jetzt schon direkt hier am Helm nutzen und vorne einhaken. Dann führt ihr das Ganze über den Helm nach hinten. Und im hinteren Bereich haltet ihr es mit dem Daumen einfach kurz fest, nehmt die mitgelieferten Muttern und setzt die hier ein. Auf beiden Seiten, einmal links. Ich halte die mal fest, dass die nicht rausflutscht. Und einmal auf der, hoppala, ist mir doch rausgerutscht, auf der anderen Seite. Und jetzt habt ihr hier das Gegenstück, das wird dann quasi auf den hinteren Rand geklemmt. Und jetzt könnt ihr das hier miteinander verschrauben. Dazu gibt es natürlich das passende Werkzeug, aber da das hier relativ lang dauert, bei dem Helm geht es, bei dem anderen dauert es länger, haben wir uns hier ein kleines Helferlein geholt, um das eben damit zu machen. Also wie ihr seht, hier muss ich gar nicht viel anziehen auf der Seite, damit das schon fest ist, weil der Helm eine relativ große Glocke hat. Und damit habe ich jetzt hier einmal die Standard-Nachtsichtgeräteaufnahme für alle gängigen Montagegrößen. Hier würde zum Beispiel auch die GoPro-Aufnahme für die Nachtsichtgerätaufnahme vorne passen. Oder wie ihr hier sehen könnt, eine ganz normale von Wilcox zum Beispiel. Die setzen wir jetzt mal hier ein mit einem Bino-Nachtsichtgerät. Das funktioniert. Und im weiteren Verlauf dieser Montage habt ihr natürlich noch andere Möglichkeiten, Ausrüstung zu befestigen. Hier zum Beispiel 2 Schnittstellen für die übliche GoPro-Montage. Da können natürlich auch alle anderen Sachen montiert werden, die mit GoPro funktionieren. Dann habt ihr hier nochmal 3 Schnittstellen, die horizontal verlaufen. Die sind baugleich mit den Montagesockeln, die auch bei den normalen Helmrails funktionieren. Die könnt ihr dann quasi horizontal montieren. Und dann habt ihr hier im hinteren Bereich nochmal eine große, lange Picatinny, um eben auch nochmal vertikal montieren zu können. Das ganze System ist auch zwischen den Sockeln immer nochmal mit Löchern versehen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier vorne was montiert, könntet ihr auch mit einem Lanyard gegensichern. Das würde passen. Und im mittleren Bereich habt ihr hier eine Aussparung und das ist gedacht hier für die Seitenmontage. Die könnt ihr entweder im Set kaufen, also so wie es hier kommt jetzt, in dem Set, was wir haben, einmal mit der Brücke und der horizontalen Brücke. Ihr könnt aber auch beides separat erwerben. Das heißt, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt hier nicht unbedingt nochmal zweimal Picatinny an der Seite, dann könnt ihr das auch weglassen. Oder eben, wenn ihr so anfangt und sagt, ich will jetzt aber doch nochmal zweimal Picatinny rechts und links haben, könnt ihr das noch nachkaufen. Okay, dann schauen wir mal, wie das an dem kleineren Helm funktioniert. Die Montage, wie gesagt, genauso einfach. Einfach entnehmen und aushängen. Und damit kann man den Helm auch wieder an den Dienstherrn zurückgeben, ohne Beschädigung und vor allem ohne Löcher.
So, nehmen wir das Teil hier. Auch da wieder selbes Spiel. Vorne einhängen. Nicht rausgerutscht. Über den Helm führen. Und da seht ihr schon, das geht jetzt natürlich ein Stückchen weiter nach unten. Dementsprechend werden die Schrauben auch ein bisschen weiter reingedrückt werden müssen. Gehe ich mal schwer davon aus. Setzen wir das hier an. Ich drehe die einmal kurz ein, damit ich nicht wieder durchdrehe wie vorhin. So. Jetzt kann ich hier die Montageplatte schon andrücken. So, mal da nachziehen. Genau. Also ihr seht's, kinderleicht zu montieren und eben universal nutzbar für jegliches Zubehör, was ihr am Helm montieren wollt. Solltet ihr dennoch nach diesem Video das Bedürfnis haben, ein anderes Video anzuschauen vom Hersteller, in der Verpackung habt ihr hier nochmal einen QR-Code zum Scannen, da kriegt ihr nochmal eine genaue Bauanleitung und hier sind auch nochmal 2 Ersatzmuttern und Zubehör, was ihr verwenden könnt, um das anzubauen, womit das denn schon getestet wurde. Alles in allem also eine sehr leichte und vor allem schnell nutzbare Lösung für einen Standard-Gefechtshelm. Wir finden es praktisch, einfach aus dem Grund, weil hier natürlich keine Löcher gebohrt werden müssen und man ohne weiteres den Helm ganz schnell upgraden kann, ohne, gerade also wenn man einen Akkuschrauber hat, ohne dass man jetzt hier groß Veränderungen vornehmen müssen. Ihr bekommt die H-Mount HM2 entweder in der Kombi-Version oder eben als die beiden einzelnen Teile bei Best Protection. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Seid ihr verdammt dazu, einen Standard-Gefechtshelm zu nutzen und was haltet ihr von so einer Lösung? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Bleibt sicher mit so einem Helm draußen und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.